Hallo miteinander. In unserer dritten Sendung beschäftigen wir uns mit den Naturphilosophen von Milet. Wir sehen genau, wie die Seele in der Natur bzw. als Teil der Natur angesehen wurde. In der vorausgehenden Folgen haben wir gesehen, dass der homerische Mensch sein inneres Leben noch nicht in einer einzigen einheitlichen Instanz zusammenfasst. Die Psyche, die Seele, bezeichnet bei Homer vor allem jenes Lebensprinzip, das den Menschen im Augenblick des Todes verlässt. Sie ist noch nicht der einheitliche Ort des Denkens, Fühlens, Wollens und Entscheidens. Diese Funktionen werden vielmehr unterschiedlichen Kräften und Organen zugeschrieben, den Thymos, dem inneren Drängen und der emotionale Bewegung, dem Nous, dem Erkennen und Verstehen, den Phrenes, die mit Besonnenheit, Überlegung und innerer Orientierung verbunden sind, sowie dem Herzen, der Kardiä, als einem Zentrum affektiver Regungen. Mit den Naturphilosophen von Milet verschiebt sich die Fragestellung aber grundlegend. Die Dichter erzählen weiterhin von Göttern, Helden und Schicksale. Gleichzeitig beginnen die frühen griechischen Denker, insbesondere in den ionischen Städten an der kleinasiatischen Westküste, nach allgemeinen Prinzipien zu suchen, die sich die Welt aus ihren eigenen Zusammenhängen heraus verstehen lässt. Die Frage, die diesen Philosophen beschäftigt, ist, woraus die Dinge hervorgehen, wodurch entsteht Ordnung. Wie kann etwas trotz fortwährender Veränderung seine Bestimmtheit bewahren? Und wie ist das Lebendige in die Ordnung der Natur eingebunden? Die milesischen Denker ersetzen den Mythos nicht von einem Augenblick auf den anderen durch die Wissenschaft. Auch ihre Begriffe, ihre Vorstellungen bleiben in die religiöse und kulturelle Welt ihrer Zeit eingebettet. Dennoch entsteht eine neue Form des Fragens. Und das ist immer sehr wichtig in der Philosophie. Naturereignisse sollen nicht mehr ausschließlich durch die wechselnden Handlungen anthropomorpher Gottheiten erklärt werden. Gesucht werden vielmehr Prinzipien, die innerhalb der Physis, innerhalb der Natur selbst wirksam sind. Das griechische Wort Physis ist mit dem Verb phiein, also hervorbringen, wachsen oder entstehen lassen, verwandt. Natur ist hier nicht einfach die Gesamtheit fertiger Gegenstände. Sie bezeichnet das Hervorgehen, Wachsen, sich entfalten und sich verwandeln der Dinge. Damit verändert sich auch die Frage nach der Seele. Die Psyche wird zunehmend in den Zusammenhang der Physis gestellt, der Natur also. Sie wird zu einem naturphilosophischen Erklärungsgegenstand. Das bedeutet nicht, dass alle frühen Naturphilosophen die Seele auf einen materiellen Stoff reduzieren. Es bedeutet zunächst etwas anderes, etwas Grundsätzliches.
Wer verstehen will, was Seele ist, muss untersuchen, wodurch ein Körper lebt, sich bewegt und seine Einheit bewahrt. Sehen wir zuerst den Begriff der Vorsokratiker, weil diese Philosophen aus Milet in dieser Gruppe kategorisiert wurden. Auf diesen Ausdruck wird hier bewusst weitgehend verzichtet. Die Bezeichnung vorsokratische Philosophie lässt sich bis zu Johann August Eberhard im Jahre 1788 zurückverfolgen. Als feste wissenschaftliche Kategorie wurde sie vor allem durch Hermann Diels und seine 1903 erschienene Sammlung Die Fragmente der Vorsokratiker etabliert. Der Begriff ist jedoch in zweifacher Hinsicht problematisch. Erstens ist er chronologisch ungenau. Nicht alle sogenannten Vorsokratiker lebten tatsächlich vor Sokrates. Anaxagoras und Demokrit waren seine Zeitgenossen zum Beispiel. Einige Sophistes auch, wirkten auch noch nach seinem Tod. Zweitens legt der Begriff eine scharfe inhaltliche Zäsur nahe. Er suggeriert, die Denker vor Sokrates hätten sich ausschließlich mit der Natur beschäftigt, während erst Sokrates den Menschen die Erkenntnis und die Ethik entdeckt habe. Dieses einfache Schema besitzt zwar antike Wurzeln, wird der tatsächlichen Vielfalt der frühgriechischen Denkens jedoch nicht gerecht. Bereits vor Sokrates begegnet uns die Frage nach der Seele, nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen, nach der richtigen Lebensführung und nach der politischen Ordnung. Bei Thales, Anaximander und Anaximenes handelt es sich genau um die Naturphilosophen von Milet. Sie bilden keine Schule mit einer vollständig einheitlichen Lehre. Dennoch lässt sich zwischen ihren Ansätzen eine bemerkenswerte begriffliche Entwicklung erkennen. Bei Thales wird nach einem einheitlichen, natürlichen Ursprung gefragt. Bei Anaximander hingegen wird dieser Ursprung von jedem bestimmten sichtbaren Stoff gelöst. Und bei Anaximenes wird der einheitliche Ursprung mit einem regelhaften Prozess seiner Verwandlung verbunden. Das sind also unsere drei Philosophen. Erstens Thales, Anaximander und Anaximenes. Sehen wir ein bisschen den weltgeschichtlichen Horizont. Der geistige Umbruch für die milesische Denker war kein ausschließlich griechisches Ereignis. In einem weiten Zeitraum, der Karl Jaspers später als 18-Zeit bezeichnet, entstanden auch in Indien und in China neue Formen philosophischer Reflexion. In den alten Upanishaden wurde im Brahman nach einem umfassenden Grund der Wirklichkeit und in Atman nach dem innersten Selbst des Menschen gefragt. Im chinesischen Denken entwickelte sich neben der Ethik des Konfutse die Vorstellung des Dao, eines nicht vollständig benennbaren Weges, aus dem die Vielheit der Dinge hervorgeht. Diese Traditionen dürfen aber
weder gleichgesetzt noch als direkte Vorstufen der griechischen Philosophie verstanden werden. Ihre Fragestellungen und Ziele unterscheiden sich erheblich. Dennoch zeigen sie eine verwandte geistige Bewegung. Die sichtbare Welt wird nicht mehr nur in einzelnen mythischen Geschichten beschrieben, sondern auf umfassendere Prinzipien hin befragt. Die Besonderheit des ionisch-griechischen Weges besteht darin, dass Thales, Anaximander und Anaximenes diese Frage besonders eng auf die Physis richten. Sie suchen nach einem Ursprung und nach Prozessen, durch die sich die Natur aus ihren eigenen Zusammenhängen heraus erklären lässt. Anaximander und seine Aperon steht dabei problemgeschichtlich neben anderen Versuchen, den Ursprung nicht als einzelnes begrenztes Ding zu verstehen. Doch es besitzt eine eigene Gestalt. Aus dem Apeiron gehen die Gegensätze hervor und nach der Ordnung der Zeit kehren die entstandenen Dinge wieder in ihren Ursprung zurück. Sehen wir uns den Thales von Milet. Der entscheidende philosophiegeschichtliche Schritt des Thales besteht darin, dass die Vielheit der Erscheinungen auf einen gemeinsamen, innerhalb der Natur liegenden Ursprung zurückgeführt wird. Wenn wir die zahlreichen, zum Teil legendären Anekdoten über Thales beiseite lassen, bleibt ein Gedanken von außerordentlicher Tragweite. Die vielen Dinge der Welt sollen aus einem einheitlichen Prinzip verständlich werden. In traditionellen Kosmogonien, wie zum Beispiel in der Kosmogonie Hesiods, der ägyptischen Heliopolis-Kosmogonie, der babylonische Enuma Elis oder der indisch-vedische, aber auch in der japanischen Tradition, werden die verschiedenen Bereiche der Wirklichkeit häufig durch göttliche Genealogien erklärt. Himmel, Erde, Meer und Unterwelt erscheinen als Gottheiten, die einander hervorbringen, bekämpfen oder ablösen. Das kennen wir ja von den 12 Göttern von Olymp. Thales stellt dem eine andere Art des Fragens gegenüber. Nicht mehr, welcher Gott hat das hervorgebracht, sondern woraus gehen die Dinge hervor. Damit wird die Erklärung nicht vollständig von allem Göttlichen gelöst. Doch der Schwerpunkt verlagert sich. Der Ursprung wird innerhalb der Natur jetzt gesucht. Nach der antiken Überlieferung bestimmte Thales das Wasser als das grundlegende Prinzip, aus dem die Dinge hervorgehen. Der von Aristoteles später verwendete Ausdruck hierfür lautet Arche. Und das ist sehr wichtig hier zu verstehen. Das Wort Arche kann Anfang, Ursprung, Herrschaft, leitendes Prinzip oder tragenden Grund bedeuten. Ob Thales selbst den Begriff Arche bereits in diesem systematischen Sinn gebrauchte, wissen wir nicht. Seine Lehre ist nur durch späteren Autoren wie Aristoteles überliefert. Dennoch trifft der Begriff den philosophischen Kern seiner Fragestellung. Gesucht wird nicht lediglich das zeitliche erste Ereignis,
sondern der Grund, aus dem die Dinge entstehen und durch den sie weiterhin verständlich bleiben. Die Arche ist also nicht nur ein Anfang, der anschließend verschwindet. Sie ist das Prinzip, das in den hervorgegangenen Dingen wirksam bleibt. Also halten wir fest, diesen Begriff der Arche, der sehr wichtig ist. Sehen wir jetzt das Wasser als Ursprung aller Dinge. Aristoteles vermutet, Thales sei zu seiner Lehre gelangt, weil alles Lebendige von Feuchtigkeit abhängig ist. Nahrung ist feucht, Samen enthalten Feuchtigkeit und die natürliche Wärme des Lebendigen scheint sich aus Feuchtigkeit zu entwickeln und durch sie erhalten zu werden. Wasser wäre demnach nicht bloß ein Stoff unter anderem, es wäre die elementare Voraussetzung des Lebens. Das wissen wir ja heute sehr gut. Die Bedeutung dieser Lehre liegt jedoch nicht alleine darin, dass Thales gerade das Wasser auswählt. Entscheidend ist die Suche nach Einheit hinter der Vielheit. Die Dinge erscheinen verschieden. Es gibt Pflanzen, Tiere, Wolken, die Erde, menschliche Körper. Dennoch könnten sie unterschiedliche Gestalten oder Zustände eines gemeinsamen Ursprungs sein. Thales eröffnet damit eine Frage, die die Naturphilosophie bis in die Gegenwart begleitet. Wie kann aus einem einheitlichen Grund die Vielfalt der Erscheinungen hervorgehen? Wir dürfen allerdings Thales keine ausgearbeitete Theorie der Aggregatzustände zuschreiben. Die Vorstellung, Wasser verwandelt sich systematisch durch Verdampfung in Luft und durch Erstarrung in Erde, ist für Thales in dieser Form nicht bezeugt. Festhalten lässt sich aber lediglich, dass Wasser ihm offenbar als ein ursprünglicher, lebensspendender und wandlungsfähiger Naturstoff erscheint. Ein zweiter Gedanke wird Thales von Aristoteles zugeschrieben. Die Psyche sei ein Prinzip der Bewegung. Aristoteles nennt als Beispiel den Magnetstein. Thales soll angenommen haben, der Magnet besitze eine Seele, weil er Eisen bewegen könne. Für das frühe griechische Denken ist diese Verbindung nachvollziehbar. Die Fähigkeit, sich selbst zu bewegen oder etwas anderes in Bewegung zu versetzen, galt als ein Kennzeichen des Lebendigen. Wenn selbst ein scheinbar lebloser Stein eine solche Wirkung entfaltet, wird die Grenze zwischen belebter und unbelebter Natur schwammig. Die Seele ist hier noch nicht das subjektive Bewusstsein eines einzelnen Menschen. Sie ist keine Theorie von Gedanken, Erinnerungen oder inneren Erlebnissen. Sie bezeichnet vielmehr dasjenige, wodurch Bewegung und Lebendigkeit möglich werden. Die Frage lautet also noch nicht, wie erlebt ein Mensch die Welt aus einer subjektiven Perspektive, sondern vielmehr lautet die Frage, wodurch besitzt etwas die Kraft, sich zu bewegen oder Bewegung hervorzubringen. Sehen wir uns an die Begriffe
des Holozoismus und die Belebtheit und Beseeltheit der Natur. Die Auffassung, dass Materie nicht vollkommen tot und passiv ist, wird später häufig als Holozoismus bezeichnet, also der Vorstellung, dass Materie belebt ist. Es handelt sich jedoch um eine spätere philosophiegeschichtliche Bezeichnung. Thales selbst hat seine Lehre nicht als Holozoismus bezeichnet. In denselben Zusammenhang gehört der berühmte Satz von Thales: Panda plere theon eine. Panda ta plere theon eine. Also, alles ist voll von Göttern. Diese Aussage bedeutet vermutlich nicht, dass Thales in jedem einzelnen Gegenstand eine anthropomorphe Gottheit vermutete. Sie weist vielmehr darauf hin, dass die Natur für ihn nicht aus vollkommen toter und passiver Materie bestand. In ihr wirken Kräfte, die Bewegung hervorbringen und deshalb als göttlich oder beseelt verstanden werden konnten. Das Göttliche befindet sich nicht nur außerhalb der Natur, es begegnet in der bewegenden Wirksamkeit der Natur selbst. Gehen wir zur nächsten Denkeinheit. Bei Thales sind Stoff, Leben und Bewegung noch nicht in grundsätzlich voneinander getrennten Bereichen aufgespalten. Das Wasser bildet den gemeinsamen Ursprung der Dinge. Die Psyche bezeichnet das Prinzip, durch das Bewegung und Lebendigkeit Möglichkeit werden. Die Natur erscheint daher nicht als mechanisches System aus vollkommen passiven Bestandteilen. Sie ist eine Wirklichkeit, in der bewegende und lebensähnliche Kräfte wirksam sind. Dennoch sollen wir nicht behaupten, Thales habe Materie und Geist ausdrücklich aus zwei Seiten derselben Wirklichkeit verstanden. Eine systematische Unterscheidung zwischen Materie und Geist liegt bei ihm noch gar nicht vor. Gerade darin besteht die Eigenart seines Denkens. Die spätere Trennung zwischen Körper, Seele und Bewusstsein ist noch nicht hier bei den Altgriechen, bei den ionischen Denkern vollzogen. Sein entscheidender Gedanke lautet: Bei Thales erscheint die Natur als einheitlicher Zusammenhang, in dem Stoff, Bewegung und Lebendigkeit noch nicht grundsätzlich voneinander getrennt sind. Thales entwickelt keine Theorie des Bewusstseins. Er eröffnet aber die Frage, wie Leben und Bewegung aus der Natur selbst hervorgehen können. Und das war revolutionär. Plötzlich spielten die Götter keine Rolle mehr und die Seele und der Mensch wurde als Teil der Natur gesehen und so interpretiert.